Herzlich willkommen zum Vortrag über das Kastenpotential und den Tunneleffekt. Das Kastenpotential ist das einfachste Beispiel in der Quantenmechanik. Der große Vorteil ist einerseits, dass der mathematische Aufwand noch überschaubar ist und andererseits die Lösung dieses Problems mit der Schrödinger-Gleichung uns alle Elemente zeigt, die charakteristisch sind für die Quantenmechanik. Zum Beispiel die Quantisierung der Energie oder die wahrscheinlichkeitstheoretische Deutung der komplexwertigen Wellenfunktion. Der Tunneleffekt steht in enger Beziehung zum Kastenpotential, hat zahlreiche Anwendungsbereiche und zeigt uns noch einmal den krassen Widerspruch zur klassischen Mechanik. Mein Vortrag ist wie folgt gegliedert. Erstens die Problemstellung, zweitens die stationäre Schrödinger-Gleichung, drittens die Lösung des Kastenproblems, des Kastenpotentials mit der Schrödinger-Gleichung, viertens die grafische Darstellung der Lösungen und fünftens der Tunneleffekt. Kommen wir zum ersten Kapitel, die Problemstellung. Wir haben ein Teilchen mit der Masse m, das sich in einem Kastenpotential mit unendlich hohen Wänden befindet. Das ist natürlich eine Idealisierung, aber sie macht die Lösungen überschaubar und relativ einfach. Also wir stellen uns ein Teilchen vor, das sich in diesem Kasten befindet und das Potential, das ist ein bisschen ein schlampiger Ausdruck in der Quantenmechanik für die potenzielle Energie. Also die potenzielle Energie ist 0 zwischen x gleich 0 und x gleich b und steigt dann an diesen Rändern schlagartig auf unendlich an. Und überall sonst ist die potenzielle Energie also unendlich. Das heißt, das Teilchen muss sich auf jeden Fall in diesem Kasten befinden. Die Breite dieses Kastens entscheidet darüber, ob dieses Problem klassisch behandelt werden kann oder ob es quantenmechanisch gelöst werden muss, mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung. Ist das b, der Abstand dieser Wände, in der Größenordnung von 1 Meter, dann kann dieses Problem klassisch behandelt werden. Dann muss ich nur wissen, wo ist dieses Teilchen zu einem bestimmten Zeitpunkt und welche Geschwindigkeit hat es. Dann kann ich vorausberechnen, wo es ist für jeden beliebigen Zeitpunkt. Es prallt dann auf die eine Seite der Wand, prallt dort zurück, wenn der Stoß elastisch ist, mit gleicher Geschwindigkeit zurück an die andere Wand und pendelt immer so hin und her. Und es beschreibt eine Bahn und wie gesagt, ich kann zu jedem Zeitpunkt ausrechnen, wo es ist. Ist die Breite des Kastens im Bereich von einem Nanometer, also einem Milliardstel Meter oder einem Millionstel Millimeter, dann muss ich quantenmechanisch rechnen mit der Schrödinger-Gleichung. Hier ist sie, die Schrödinger-Gleichung, IH² mal die Ableitung der Wellenfunktion Psi nach der Zeit ist gleich. Jetzt kommt in dieser Klammer der Hamilton-Operator mit dem Potential v mal die Wellenfunktion Psi von x und t. Das ist die eindimensionale Schrödinger-Gleichung. Dieses Problem ist hier ja eindimensional. Daher auch die eindimensionale Schrödinger-Gleichung. Jetzt machen wir etwas, was man immer machen kann, wenn das Potential nicht von der Zeit abhängt. Und das ist sehr häufig der Fall. Dann kann ich nämlich die Schrödinger-Gleichung vereinfachen. Ich mache einen Ansatz. Der Ansatz ist, ich schreibe die Wellenfunktion Psi von x und t in einen Anteil, der die x-Koordinate, die räumliche Koordinate x enthält und in einen Funktionsanteil, der die Zeit enthält. Das heißt, ich schreibe die Funktion Psi von x und t als u von x mal f von t. Und das Ziel ist, die Variablen x und t zu trennen.
In der Theorie der Differentialgleichungen ist das eine gängige Methode und führt immer zu einer Vereinfachung. Und das hoffen wir, dass das hier jetzt auch klappt. Schauen wir einmal. Ich habe in der Schrödinger-Gleichung jetzt überall für das rote Psi das blaue Produkt aus U und F geschrieben. Nichts anderes. Und noch das ausmultipliziert, nicht in die zwei Teile. Hier hinten auf der rechten Seite. Jetzt was passiert? Wenn ich jetzt die zeitliche Ableitung auf der linken Seite auf U und auf F anwende, dann hängt ja das U nicht von der Zeit ab, kann also vor die Ableitung geschrieben werden. U von x mal IH quer und jetzt kommt nur noch die zeitliche Ableitung der Funktion f von t. Auf der rechten Seite bleibt natürlich das Minus h Querquadrat durch 2m stehen. Da jetzt die räumliche Ableitung, die Ableitung nach x, nur auf u von x wirkt und f von t ja nicht von x abhängt, kann das f von t vor die Klammer gezogen werden und es bleibt nur noch die zweite Ableitung von u von x nach dx Quadrat hier stehen. Das v von x mal u von x mal f von t bleibt einfach stehen. Und jetzt dividiere ich diese Gleichung auf beiden Seiten durch Psi, also durch u von x mal f von t. Dann bleibt auf der linken Seite IH quer, das u von x fällt weg und es taucht im Nenner noch das f von t auf. Das df von t nach dt, die zeitliche Ableitung von f von t, bleibt stehen. Was passiert auf der rechten Seite? Da verschwindet das f von t im ersten Glied und es taucht unten das u von x im Nenner auf. Also Minus steht auch noch da, minus 1 durch u von x. h Querquadrat durch 2m bleibt einfach stehen. Die zweite Ableitung von u von x nach dem Ort. Und das v von x ist jetzt auch alleine da, weil wir ja durch u von x und durch f von t geteilt haben. Und jetzt sind wir eigentlich am Ziel. Wir haben erreicht, dass die Variablen t und x getrennt sind. Auf der linken Seite steht nur noch die Zeit t und auf der rechten Seite steht nur noch der Ort x. Und diese Gleichung, die kann natürlich nur erfüllt werden für alle x und t. Nicht für ein bestimmtes Paar, da gibt es natürlich immer Lösungen, aber für alle x und für alle t, für alle Orte und für alle Zeiten kann das nur erfüllt werden, wenn die rechte und die linke Seite eine Konstante sind, und zwar die gleiche Konstante. Und diese Trennung der Variablen, die funktioniert immer, wenn das Potential zeitunabhängig ist. Nicht? Nur wenn das v nur von x und nicht von t abhängt, dann funktioniert das. Und wir wissen auch, was diese gemeinsame Konstante der beiden Seiten ist. Wir wissen, das muss ja die Energie sein, weil wir sind ja ausgegangen von der Schrödinger-Gleichung. Und die Schrödinger-Gleichung heißt ja in ihrer Kurzform E Psi ist gleich H Psi. Wenn ich jetzt durch Psi dividiere, dann steht einfach die Energie da. Also diese gemeinsame Konstante der linken und der rechten Seite, das muss die Gesamtenergie des Systems sein. Jetzt schauen wir, was heißt das für die linke Seite? Das heißt also IH quer dividiert durch f von t mal die zeitliche Ableitung von f, das muss die Gesamtenergie sein. Jetzt lösen wir diese Differentialgleichung, indem wir auf beiden Seiten mit f und t multiplizieren und durch IH quer dividieren. Dann steht auf der linken Seite nur noch die Ableitung der Funktion f nach der Zeit. Und auf der rechten Seite e durch IH quer mal die Funktion f von t. Wir suchen jetzt also eine Funktion f von t, die, wenn ich sie ableite, fast die Funktion selber wieder ergibt. Bis auf diesen Vorfaktor e durch IH quer. Und für so eine Funktion gibt es nur einen Kandidaten. Das ist eine Exponentialfunktion mit der Eulerschen Zahl als Basis.
die reproduziert sich sozusagen beim Ableiten wieder selber bis auf einen Faktor. Also die Lösung dieser Gleichung ist f von t gleich e, die Eulersche Zahl, hoch ie durch IH² mal t. Wenn Sie diese Funktion hier einsetzen, dann sehen Sie, diese Funktion erfüllt diese Differentialgleichung. Und jetzt machen wir noch ein paar Abkürzungen. Das habe ich vorher beim letzten Vortrag auch schon ein paar Mal verwendet. Für e durch h² schreiben wir Omega und 1 durch i, der Kehrwert von i, der imaginären Einheit, der ist einfach das gleiche wie minus i. Wenn man ein bisschen in den komplexen Zahlen zu Hause ist, dann ist das klar. Damit ergibt sich die Funktion f von t als e hoch minus i Omega t. Das ist also der zeitabhängige Anteil in der Wellenfunktion. Das habe ich jetzt einmal gemacht und das gilt für alle Potentiale, die nicht zeitabhängig sind. Ist der zeitabhängige Anteil in der Wellenfunktion immer diese Funktion. Das müssen wir also nie wieder machen, solange wir kein zeitabhängiges Potential haben. Nun ja, wir werden sagen, ja, zeitabhängiges Potential, müssen Sie sich das vorstellen. Ja, also zum Beispiel ganz einfach, wenn ich jetzt die Wende dieses Potentials mit der Zeit verschiebe, mal größer, kleiner mache, dann habe ich natürlich ein zeitabhängiges Potential. Und dann kann man da diesen Ansatz der Trennung der Variablen natürlich nicht mehr machen. Aber bei den allermeisten Anwendungen, bei allen Anwendungen, die ich mache, haben wir ein zeitunabhängiges Potential. Also auch beim Wasserstoffatom haben wir das Coulomb-Potential und das hängt nicht von der Zeit ab. Also haben wir damit bei allen diesen Problemen schon einen Teil der Wellenfunktion, nämlich den zeitabhängigen Anteil. Jetzt müssen wir noch die rechte Seite anschauen. Die rechte Seite ist ja minus 1 durch u von x mal h² durch 2m mal die zweite Ableitung von u von x nach dem Ort plus das Potential v von x ist gleich die Gesamtenergie. Jetzt müssen wir diese Differentialgleichung noch lösen. Ich bringe zunächst das v auf die andere Seite mit Minus und jetzt bringe ich einfach das u von x mal u von x auf beiden Seiten geteilt durch h² und mal 2m und dann auch noch mal minus 1. Dann steht auf der linken Seite nur noch die zweite Ableitung von u von x nach dem Ort. Und auf der rechten Seite haben wir jetzt einfach minus 2m mal e minus v von x dividiert durch h² mal u von x. Und das nennt man die stationäre Schrödinger-Gleichung oder die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung. Und immer, wie gesagt, wenn das Potential nicht von der Zeit abhängt, dann muss ich nur, in Anführungszeichen, noch diese stationäre Schrödinger-Gleichung lösen. Das machen wir jetzt für das Kastenpotential. Also hier ist sie noch einmal, die stationäre Schrödinger-Gleichung, wie Sie sie gerade gesehen haben. Und jetzt müssen wir halt für das v 0 einsetzen, weil zwischen x gleich 0 und x gleich b ist ja die potenzielle Energie 0. Und für diesen Teil wollen wir jetzt die Schrödinger-Gleichung anwenden. Also vereinfacht sich diese stationäre Schrödinger-Gleichung noch einmal, weil das v ja 0 ist. Und jetzt sieht man, ich suche also eine Funktion u von x, die, wenn ich sie zweimal nach x ableite, dann muss sie die Funktion u von x selber wieder ergeben, bis auf ein Minus und noch einen konstanten Vorfaktor, der die Masse und die Gesamtenergie und das Planck'sche Wirkungsquantum enthält. Und das weiß man jetzt. Die Lösung dieser Differentialgleichung, das ist eine sogar reellwertige Funktion. Wer ein bisschen Erfahrung hat, der weiß jetzt, dass Sinusfunktionen und Cosinusfunktionen diese Differentialgleichung lösen können. Warum? Wenn ich den Sinus ableite, gibt es Cosinus. Wenn ich den Cosinus ableite, gibt es Minussinus. Das heißt, wenn ich den Sinus zweimal ableite, wird daraus ein Minussinus. Und das passt genau auf diese Situation. Desgleichen
wenn ich den Cosinus ableite, gibt es Minussinus. Minussinus abgeleitet gibt Minuscosinus. Also ist in der Summe aus Cosinus Minuscosinus geworden. Also auch eine Cosinusfunktion ist hier geeignet zur Lösung dieser Differentialgleichung. Und das Argument im Sinus und Cosinus, das muss ich halt noch so zusammenbasteln, dass es genau diesen Vorfaktor 2e mal e durch h Querquadrat ergibt. Aber das ist kein Problem, das kann man mit der Kettenregel ja durch Nachdifferenzieren genauso hinbekommen. Also, es gibt zwei Funktionsarten, die diese Gleichung lösen. Die schwarzen, das sind die Sinusfunktionen. Ich habe noch eine Konstante a davor zu schreiben, mal Sinus. Und im Argument muss ich eben schreiben Wurzel 2 mal e dividiert durch h quer. Weil, wenn ich jetzt das zweimal ableite, muss ich auch zweimal nachdifferenzieren und dann ergibt sich genau der oben stehende Vorfaktor vor dem u. Aber auch Cosinusfunktionen, hier rot gezeichnet, sind Lösungen dieser Differentialgleichung. Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Jetzt muss ich die Randbedingungen einhalten. Ich muss dafür sorgen, dass die Wellenfunktion u von x an den Rändern verschwindet. Dass sie an der Stelle x gleich 0, 0 ist und an der Stelle x gleich b 0 ist. Warum? Hinter dem Quadrat der Wellenfunktion ist ja die Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Und die muss an den Rändern 0 sein. Dort kann sich das Teilchen nicht aufhalten, aufgrund der unendlich hohen Wände. Und deswegen muss ich dafür sorgen, dass u an der Stelle 0, 0 ist und u an der Stelle b ebenfalls 0 ist. Für die roten Wellenfunktionen, für die Cosinusfunktionen ist das aber gar nicht möglich, weil eine Cosinusfunktion an der Stelle 0 immer 1 ist und nicht 0. Das heißt, die Cosinusfunktionen sind zwar mögliche Lösungen der stationären Schrödinger-Gleichung, können aber die Randbedingungen nicht erfüllen, scheiden also aus. Ich muss mich jetzt nur noch um die Sinusfunktionen kümmern und da ist es so, für eine Sinusfunktion gilt, dass sie an der Stelle 0 sowieso immer 0 ist. Um das brauche ich mich gar nicht zu kümmern. Aber sie muss natürlich auch an der Stelle b 0 sein. Und das ist nur erfüllt. Das können Sie leicht nachvollziehen, wenn das Argument hinter dem Sinus, also das Wurzel 2 mal e durch h quer, mal b, da steht ja in der Funktion x, wenn ich da b einsetze, dann muss es ein ganzzahliges Vielfaches von Pi geben, weil die Sinusfunktion ist bei Pi, bei 2Pi, bei 3Pi, bei 4Pi und so weiter, ist sie jeweils 0. Das heißt, hier kommen die Quantenzahlen ins Spiel. Nur für n gleich 1, 2, 3, 4 und so weiter ist die Randbedingung, dass die Wellenfunktion an der Stelle b, x gleich b 0 sein muss, erfüllt. Und das heißt jetzt kann ich ja diese Gleichung auf beiden Seiten durch b dividieren. Es muss gelten, Wurzel 2 mal e durch h quer ist gleich n mal Pi durch b. Und damit habe ich den räumlichen Anteil der Wellenfunktion. Und zwar sind es unendlich viele Wellenfunktionen, die diese Gleichung lösen. Also un von x ist gleich a mal Sinus n mal Pi durch b mal x. Das ist also der räumliche Anteil in meiner gesuchten Wellenfunktion. Und die Wellenfunktionen Psi sind damit entsprechend, jetzt muss ich ja nur noch den zeitlichen Anteil, den ich ja vorhin schon gelöst habe, hinzufügen und dann habe ich die kompletten Wellenfunktionen. Psi n von x und t. Es gibt unendlich viele, für jede natürliche Zahl gibt es eine. Und es bleibt jetzt nur noch dieses a zu bestimmen, diesen Vorfaktor, diese Konstante groß a. Und wie macht man das? Das macht man durch die sogenannte Normierung, weil ich weiß ja,
das Psi-Stern mal Psi, man sagt auch das Psi-Betragsquadrat, das ist ja die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte. Wenn ich also die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichte im ganzen Intervall von 0 bis b aufsummiere, dann muss sich 1 ergeben, weil irgendwo muss das Teilchen ja sein. Und das liefert mir diese Bedingung, dass das Integral von 0 bis b von Psi-Stern mal Psi dx, dass das 1 sein muss. Das liefert mir dann die Information darüber, wie groß die Konstante groß A sein muss. Also, jetzt müssen wir diese Rechnung halt noch durchführen. Das Integral von diesem a mal Sinus. Und jetzt ist es ja Psi-Stern. Ach ja, das hätte ich jetzt vielleicht vorher noch sagen sollen. Psi-Stern, die konjugiert komplexe Wellenfunktion, ist einfach, vorne steht das gleiche und hinten steht dann e hoch plus i Omega t. Und bei der Funktion Psi steht e hoch minus i Omega t. Und wenn ich die beiden miteinander multipliziere, gibt das 1. Das heißt, diese beiden Faktoren ergeben zusammen 1 und fallen weg. Deswegen bekomme ich nur noch dieses Integral. Und da kann ich jetzt das a vor das Integral ziehen mit a² und habe jetzt das Produkt dieser zwei Sinusfunktionen als Integrand hinter dem Integral stehen. Und das kann ich integrieren, zum Beispiel mit partieller Integration. Das mache ich jetzt aber nicht. Das ist eigentlich ein Standardverfahren zur Integration, zum Auffinden einer Stammfunktion. Und wenn man das macht, dann erhält man als Stammfunktion das, was hier in den eckigen Klammern steht. Und jetzt, wie rechne ich das aus? Ich setze die obere Grenze b für x ein und dann setze ich die untere Grenze für x ein, das wäre 0. Und dann ziehe ich die beiden Sachen voneinander ab. Und das liefert mir dann, nicht, wenn ich für x b einsetze, bekomme ich vorne b halbe. Und der Sinus ist, wenn ich für x b einsetze, 0. Das heißt, die Stammfunktion an der oberen Grenze ist b halbe. Und wenn ich 0 einsetze für x, dann ergibt es 0. Das heißt also, das ganze Integral ist eigentlich sehr einfach, nämlich es ist b halbe. Und damit habe ich a² mal b halbe gleich 1 und damit kann ich natürlich a ausrechnen. A ist dann die Wurzel aus 2 durch b. Und jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich die Schrödinger-Gleichung vollständig gelöst und die Lösungen sind diese Funktionen Psi(n) von x und t gleich Wurzel 2 durch b mal Sinus n mal Pi durch b mal x mal e hoch minus i Omega t. Für jede natürliche Zahl ergibt sich eine Wellenfunktion. Und die Gesamtheit dieser Wellenfunktionen, das ist die Lösung des quantenmechanischen Problems, in dem Fall mit der Schrödinger-Gleichung. So, und jetzt machen wir sozusagen die Probe. Jetzt setzen wir unsere Lösungen ein in die stationäre Schrödinger-Gleichung und erhalten dadurch en passant oder als Abfallprodukt die Energieeigenwerte des Systems. Also, wenn wir diese Lösungen un von x, die wir gerade erhalten haben, in die stationäre Schrödinger-Gleichung einsetzen, dann ergibt es. Jetzt muss ich diese Funktion un von x zweimal ableiten. Dann gibt es die Funktion selber, das ist hier auf der linken Seite rot gezeichnet. Und dadurch, dass ich zweimal nachdifferenzieren muss, ergibt sich noch, das Minus ergibt sich durch das Ableiten des Sinus zweimal. Und dann ergibt sich noch durch die innere Ableitung n² mal Pi² durch b², weil ich ja zweimal ableiten muss. Und auf der rechten Seite bleibt einfach das minus 2m mal e durch h² stehen und die Funktion un von x rot gezeichnet steht auch noch da. Und jetzt sehe ich tatsächlich, die Probe zeigt,
Es ist eine richtige Lösung. Das kann ich erfüllen, diese Gleichung für alle x und für alle x, ja, weil ich kann ja jetzt auf beiden Seiten formal durch diese rote Funktion dividieren und erhalte diese einfache Gleichung n Quadrat mal Pi Quadrat durch b Quadrat ist gleich 2m mal e durch h quer Quadrat. Und wenn ich jetzt noch das h quer ist ja h durch 2pi, also ist das h quer Quadrat h Quadrat dividiert durch 4pi Quadrat. Division durch einen Bruch gibt Multiplikation mit dem Kehrbruch, also das 4pi Quadrat kommt in den Zähler hoch und das Pi Quadrat kürzt sich jetzt noch weg. Ich kann auf beiden Seiten der Gleichung durch Pi Quadrat dividieren und dann löse ich das nach E auf, nach der Energie des Systems. Und was erhalte ich? Ich erhalte für jeden Zustand, für jede Wellenfunktion Psi, erhalte ich eine bestimmte Energie. Für die n-te Wellenfunktion erhalte ich die Energie En und die ist gleich h Quadrat, das Planck'sche Wirkungsquantum zum Quadrat, durch 8 mal die Masse und mal die Breite des Kastens im Quadrat. Das ist also eine Konstante. Und mal 1, wenn n gleich 1 ist, mal 4, wenn n gleich 2 ist, mal 9, mal 16, mal 25 und so weiter. Das sind also die möglichen Energien, die dieses System haben kann. Ganzzahlige, vielfache, oder sagen wir Quadratzahlen, eine Konstante, so und so viel Joule, mal eine Quadratzahl. Das sind die möglichen Energien des Systems, alle anderen Energien sind nicht möglich. Und Sie sehen jetzt haben sich die Energiequanten in einer konsistenten Art und Weise ergeben und mussten nicht ad hoc angenommen werden, wie das Planck noch bei der Herleitung des Strahlungsgesetzes gemacht hat. Ein Beispiel noch, wenn wir jetzt ein Elektron hernehmen, dann kennen wir ja seine Masse und wenn wir das jetzt in einen Kasten der Breite 6,13 Ångström bringen, dann ergeben sich folgende Energien. Dann ergeben sich die Energien n Quadrat mal 1,6 mal 10 hoch minus 19 Joule. Und ich habe das gerade so gewählt, dass diese Energie 1,6 mal 10 hoch minus 19 Joule, das ist gerade ein Elektronenvolt, eine beliebte Energieeinheit in der Atomphysik. Und dann ergeben sich die Energien 1 Elektronenvolt, 4 Elektronenvolt, 9 Elektronenvolt, 16, 25 und so weiter. Genau diese Energien sind in diesem System erlaubt und alle anderen nicht. Jetzt möchte ich diese rechnerischen Lösungen noch ein bisschen grafisch darstellen. Vielleicht haben Sie ein bisschen Mühe gehabt mit diesen vielen Rechnungen und diesem ganzen Zeug da. Und jetzt mache ich da einfach mal noch ein bisschen eine grafische Darstellung. In der ersten Spalte der räumliche Anteil der Wellenfunktion un von x. In der zweiten Spalte das Psi-Stern mal Psi, das ist die Wahrscheinlichkeitsdichte. Und in der dritten Spalte die Energie in Einheiten von h Querquadrat durch 8mb Quadrat. Dann ergibt sich für n gleich 1 diese Wellenfunktion. Skaliert, nicht? Der höchste Wert ist Wurzel 2 durch b. Sie sehen, die Wellenfunktion ist an den Rändern 0. Das haben wir ja erzwungen. Und was bedeutet das jetzt für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons in diesem Kasten? Das ergibt diese Funktion. Sie sehen, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an den Rändern ist natürlich auch 0. Und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Mitte des Kastens ist maximal. Und der ganze räumliche Verlauf ist so, wie Sie hier in dieser roten Kurve sehen. Jetzt für n gleich 2 ergibt sich diese Wellenfunktion. Der räumliche Anteil eigentlich genau gesagt der Wellenfunktion. Und für n gleich 3 ergibt es diese und für n gleich 4 diese Wellenfunktion un von x. U4 von x ist jetzt die oberste. Sie sehen, jeweils an den Enden
bei x gleich 0 und x gleich b ist die Wellenfunktion, verschwindet die Wellenfunktion, muss 0 sein. Das ist wegen den unendlich hohen Wänden des Kastenpotentials. Und wenn wir jetzt die Wahrscheinlichkeitsdichte noch anschauen, dann haben wir bei n gleich 2 diese Wahrscheinlichkeitsdichte. An den Enden wieder 0. Das Teilchen, das Elektron oder was es ist, kann sich nicht bei x gleich 0 und bei x gleich b aufhalten. Und es kann sich nicht in der Mitte aufhalten, wenn es in diesem Zustand ist. Die Maximalwerte sind jetzt bei 1/4 b und bei 3/4 b. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, ja, aber wenn die Aufenthaltswahrscheinlichkeit in der Mitte 0 ist, wie kann jetzt das Teilchen von der einen Hälfte in die andere kommen? Ja, Sie merken wahrscheinlich, die Frage ist falsch gestellt. Es gibt keine Bahnen. Das Elektron geht nicht von einer Bahn vom linken Teil in den rechten oder umgekehrt. Es heißt nur, wenn ich eine Messung mache und das Elektron oder das Teilchen in diesem Kastenpotential auffinden will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, es an irgendeiner dieser Stellen zwischen 0 und b zu finden, so wie es diese rote Funktion wiedergibt. Mehr kann ich nicht sagen. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeitsdichten für die zwei anderen Zustände n gleich 3 und n gleich 4 ergeben sich auf diese Weise. Und jetzt schauen wir noch die Energien an. Nicht? Die Energie zum Zustand n gleich 1 ist die unterste, hier mit E1 bezeichnet. Einmal diese Einheit. Bei n gleich 2 4-mal so hoch. Bei n gleich 3 9-mal so hoch wie die Energie E1. Und bei E gleich 4 16-mal so groß wie die Energie im Zustand 1. Und alle anderen Energien sind nicht möglich. Das ist die grafische Darstellung der Lösungen der Schrödinger-Gleichung. Und jetzt komme ich noch zum 5. Kapitel, der Tunneleffekt. Nun, wir betrachten zunächst wieder ein Kastenpotential, jetzt aber nicht mit unendlich hohen, sondern mit endlich hohen Wänden. Man spricht auch gerne dann von einem Potentialtopf, weil das so aussieht. Nicht? Wir haben die potenzielle Energie zwischen x gleich 0 und x gleich b ist 0, dann steigt sie an diesen Rändern an auf einen Wert V0. Und jetzt ist in diesem Potentialtopf ein Teilchen. Und jetzt kann ich das natürlich wieder mit der Schrödinger-Gleichung lösen. Ich habe jetzt 3 verschiedene Bereiche zu betrachten. Den Bereich für x kleiner als 0, den Bereich für x zwischen 0 und b und den Bereich x größer als b. Und da setze ich ja jedes Mal dieses Potential in die Schrödinger-Gleichung ein und löse sie. Jetzt, auf was muss ich jetzt achten? Ich muss darauf achten, dass diese Lösungen an den Rändern stetig sind. Dass also die Lösungen an der Stelle x gleich 0 für den linken Bereich, dass das nicht irgendwie die eine so kommt und die andere so, sondern dass das stetig ist und auch, dass es keinen Knick gibt, dass es differenzierbar ist. Das sind hier sozusagen das, was beim ersten Beispiel die Randbedingungen waren. Das sind hier die Bedingungen, die mir die Quantenzahlen liefern. Und das muss ich natürlich auch an der Stelle x gleich b machen, dass dieser Anschluss stetig differenzierbar ist. Und dann muss ich noch dafür sorgen, dass die Wellenfunktion im Unendlichen verschwindet. Und wenn ich das alles mache, das kann ich jetzt hier nicht machen. Das ist noch machbar mit Schulmathematik, also mit Kenntnissen, die man als Abiturient, als Maturant hat, ist das noch möglich. Aber es ist schon deutlich aufwendiger. Deswegen lasse ich es weg und es zeigt nichts Wesentliches Neues gegenüber dem Kastenpotential mit unendlich hohen Wänden. Deswegen lasse ich das weg. Aber man kann das machen und erhält so die Lösungen. Und dann muss ich das Ganze noch normieren, weil es ist jetzt ja klar, irgendwo muss das Teilchen sein. Jetzt muss ich das Integral bilden von minus unendlich bis plus unendlich, Psi Stern mal Psi dx, und das muss ich einsetzen und
dadurch bekomme ich noch die Vorfaktoren vor meinen Lösungsfunktionen und dann habe ich das Problem quantenmechanisch vollständig gelöst. Und das schauen wir jetzt nur grafisch an, diese Lösungen, nur qualitativ stark vereinfacht und nur für die Quantenzahl n gleich 1. Weil da sehen wir schon alles Wesentliche. Jetzt die Wellenfunktion für n gleich 1 ist jetzt so, dass sie hineinreicht, aus dem Potentialtopf herausreicht, könnte man auch sagen. Die ist nicht 0 für x größer als b und sie ist auch nicht 0 für x kleiner als 0. Hat qualitativ vielleicht diesen Verlauf. Und damit ergibt sich, wenn ich jetzt das Psi-Stern mal Psi mache, Psi1-Stern mal Psi1, ergibt sich so eine Funktion qualitativ und das heißt, es gibt eine gewisse Aufenthaltswahrscheinlichkeit für das Teilchen außerhalb des Potentialtopfs. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann das Teilchen in die Wände hineintunneln. Klassisch wäre das nicht möglich. Wenn die kinetische Energie des Teilchens im Potentialtopf kleiner als V0 ist, dann kann das Teilchen diesen Topf niemals verlassen. Aber quantenmechanisch sieht die Situation anders aus. Es kann in die Wand hineintunneln. Und wenn wir jetzt einen Potentialwall betrachten, dann ist jetzt das Potential V0 ist jetzt nur auf einer bestimmten Strecke V0 und fällt danach wieder auf 0 ab. Auf beiden Seiten und wir stellen uns jetzt vor, wir hätten ein Teilchen, vielleicht ein Elektron oder sonst irgendetwas zwischen diesen Potentialwellen. Und jetzt kann man das quantenmechanisch auch rechnen und das ist auch noch machbar, aber das möchte ich jetzt aus Zeitgründen ebenfalls weglassen und einfach noch zeigen, wie würde jetzt grafisch diese Wellenfunktion U1 von x aussehen. Sie würde ungefähr so aussehen, wie hier gezeichnet. Es gibt also eine gewisse Wahrscheinlichkeit wieder, dass das Teilchen in diesen Rand, in diesen Wall hineintunnelt. Wie groß, jetzt sind wir noch bei der Wellenfunktion, ich kann jetzt ja auch gleich zur Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung übergehen, dann sehen wir, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen in dem Wall ist, ja sogar außerhalb des Walls. Der Verlauf der Funktion hängt natürlich von der Höhe des Walls ab und von der Breite des Walls, das ist ganz klar. Das ist jetzt hier nur eine qualitative Darstellung der Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung. Also, es kann jetzt hier sein, dass das Teilchen durch diesen Wall hindurchtunnelt. Klassisch völlig ausgeschlossen. Quantenmechanisch mit einer berechenbaren Wahrscheinlichkeit möglich. So, und jetzt komme ich noch zu einer Anwendung. Es gibt zahlreiche Anwendungen dieses Kastenpotentials oder des Potentialwalls. Ich möchte den radioaktiven Zerfall betrachten. Nehmen wir einen Urankern 238 her, dann hat er 92 Protonen und 146 Neutronen und man weiß, so ein Uran 238 ist ein Alpha-Strahler. Das heißt, es kann sich ein Alpha-Teilchen, das sind 2 Protonen und 2 Neutronen, also ein Heliumkern, abspalten. Wie ist das möglich? Das kann man. Also vielleicht zunächst das noch. Wir wissen, die Halbwertszeit für diesen Alpha-Zerfall des Uran 238 ist 4,5 Milliarden Jahre. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel 100 Gramm Uran 238 haben, dann ist nach 4,5 Milliarden Jahre nur noch die Hälfte von dem Uran 238 da, der Rest ist zerfallen. Das bedeutet das. Das heißt also, wenn Sie jetzt, sagen wir,
1 Gramm vielleicht von dem Uran 238 hernehmen, dann zerfallen in einer Sekunde nur noch ungefähr 12.000 Urankerne. Das erscheint viel, ist aber in Wirklichkeit winzig, ganz, ganz wenig, weil ja, es sind ja in einem Gramm Uran 238, das sind größenordnungsmäßig 10 hoch 21 Kerne vorhanden. Und von denen zerfallen 12.000 pro Sekunde, das ist ja praktisch nichts. Deswegen geht es so lang, bis nur noch die Hälfte da ist. Also, das soll uns hier jetzt aber gar nicht so sehr interessieren, das ist nur der Hintergrund für dieses quantenmechanische Problem. Wie muss ich dieses Problem quantenmechanisch betrachten? Ich habe den Urankern, der ist jetzt hier im Ursprung des Koordinatensystems. Und wenn ich jetzt einen Gedanken, ein Alpha-Teilchen, immer weiter von diesem Kern entferne, dann muss ich einen Potentialwall überwinden. Das heißt, dann geht das immer schwer, ich muss Energie aufwenden und jetzt normalerweise, klassisch kann dieses Uran gar nicht zerfallen, weil das Alpha-Teilchen diesen Potentialwall nicht überwinden kann. Quantenmechanisch dagegen gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Alpha-Teilchen durch diesen Potentialwall hindurchtunnelt. Jetzt ist das natürlich kein Kastenpotential mehr. Der Potentialverlauf ist jetzt komplizierter. Entsprechend komplizierter sind natürlich die Lösungen der Schrödinger-Gleichung. Aber glauben Sie mir, das kann man mit Näherungsverfahren machen oder man kann es mit dem Computer numerisch ausrechnen. Und die Rechnungen zeigen ganz genau, dass die Wahrscheinlichkeit für das Alpha-Teilchen durch diesen Potentialwall durchzutunneln genau entspricht dieser Halbwertszeit von 4,5 Milliarden Jahren. So, damit wäre ich am Ende. Ich danke fürs Zuhören und würde mich aufs Wiedersehen freuen. Einen schönen Tag.